Moin Leute, herzlich willkommen hier von der Montevideo Express. Bei mir ist der Marius Timke, Moin. zweiter Offizier, richtig? Ja, korrekt. Ja, noch nicht zum Chief Mate. Nein, Ja. noch nicht. Und den Marius, den habe ich kennengelernt auf der Chicago Express. Und wer den Film von euch gesehen hat, der hat den Marius auch gesehen. Der hat da ja schon so ein paar Sachen erklärt, zum Beispiel, wie das mit den Leinen funktioniert, wo der Knoten und die Seemeile herkommen, so ein bisschen Navigation und so weiter. Und das Schöne ist natürlich, dass man natürlich heutzutage über Instagram und so ein bisschen in Kontakt bleiben kann. Und dann sind wir auch so spontan oder sporadisch in Kontakt. Und jetzt, als ich das abzeichnete, dass er mit der Montevideo Express nach Hamburg kommt, dachte ich mir, Mensch, gehst mal an Bord. Und dann habe ich noch versucht, hier so einen kleinen Brückenrundgang für euch zu organisieren. Also an der Stelle könnt ihr euch auch mal bei Hapag-Lloyd bedanken, die also kurzfristig da noch eine Genehmigung gegeben haben. Denn bei sowas muss natürlich auch immer die PR-Abteilung mitschauen. So, ich habe mir ein paar Spickzettel gemacht. Marius, ich hoffe, du bist entspannt. Ja. Du hast ja extra Uniform an, ja, also damit das auch alles ordentlich ist. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. Marius, erzähl mal ganz kurz zu dir. Also du bist zweiter Offizier hier. Genau. Also ich bin zweiter Offizier und genauso wie auf der Chicago diesmal auch als Sicherheitsoffizier unterwegs und kümmere mich dementsprechend zusammen mit dem Chief Mate, also mit dem ersten Offizier, um die Instandhaltung der Sicherheitseinrichtungen, genauso wie die Zertifikate und das halt alles in Schuss ist, dass man das auch gut benutzen kann und dass die Zertifikate auch mit dem übereinstimmen, was wir hier an Bord haben. Erzähl mir doch mal ganz kurz so aus deiner persönlichen Sicht, was ist das Tolle an der Seefahrt und was ist vielleicht auch so ein bisschen der Nachteil? Also Wir wollen ja auch ein bisschen Werbung für den Beruf machen. Ja. Also der Vorteil ist natürlich, man kommt gut rum und es wird halt nie langweilig. Man hat immer irgendwas anderes zu tun. Jedes Schiff ist unterschiedlich, jede Besatzung ist unterschiedlich. Wenn man 2 Reisen auf dem gleichen Schiff macht mit unterschiedlicher Besatzung, ist das auch wieder was ganz anderes. Dementsprechend ist es nicht so wie im Büro, wo man dann vielleicht 5, 6 oder vielleicht auch die ganze Zeit mit den gleichen Leuten im gleichen Büro sitzt, sondern es ändert sich immer was. Und es ist immer wieder was Neues und immer wieder was Unterschiedliches, wo man immer wieder was dazulernen kann. Wir sind jetzt auf der Montevideo Express. Wo seid ihr jetzt hergekommen, beziehungsweise welche Route oder man sagt ja auf welchem Dienst? Also wir fahren den SWX-Dienst, der geht von Hamburg aus, also von hier aus, beziehungsweise Rotterdam, dann einmal über ein paar europäische Häfen. Um genau zu sein, sind das in Europa Hamburg, Rotterdam, London Gateway und Antwerpen. Geht es dann runter in die Karibik, Caucedo, Cartagena, dann Manzanillo, Panama, durch den Panama-Kanal durch und dann geht es die Westküste Südamerika lang, also Buenaventura, Caucedo, Pozoya in Ecuador. Dann geht es nach Callao, das ist quasi der Hafen von Lima, also dementsprechend Peru. Dann nach San Antonio und das Ganze wieder zurück. Da muss ich gleich mal fragen, man hat jetzt hier in den Medien so ein bisschen gehört, Panama-Kanal hat gerade wenig Wasser, da staut es sich ein bisschen. Ja. Seid ihr durchgekommen? Also wir sind ohne Probleme durchgekommen. Die 2 Tage, wo wir dann da waren oder davor auch, hat es stark geregnet. Da hatten wir nicht so das große Problem, dann durch den Panama-Kanal durchzukommen. Die Rede war jetzt auch zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, also das, wo die Schiffe ankern, nicht so voll, dass man sagen könnte, okay, da staut sich das. Wie das jetzt, da meintest du ja auch gerade, dass es sich momentan staut, davon haben wir persönlich nichts mitbekommen. Okay. Ganz kurz zur Montevideo Express. Weißt du aus dem Kopf, wie die Größe, Tragfähigkeit? Nicht, dass ich dich jetzt hier auf dem falschen Fuß erwische. Gesamtlänge sind 335 Meter, 51 Meter breit und wir haben ungefähr eine Tragfähigkeit von 13.000 Containern. Und wir sind jetzt momentan definitiv nicht voll. Liegt auch daran, dass wir deutlich mehr Container mitnehmen können, als wir dürfen, um durch den Panama-Kanal durchzukommen. Ah, okay. Achso, da gibt es dann nochmal eine Beschränkung. Genau, also der Panama-Kanal selber hat eine Tiefgangsbeschränkung und wenn wir uns komplett abladen würden, würden wir die Tiefgangsbeschränkung vom Panama-Kanal überschreiten. Dementsprechend können wir gar nicht die volle Kapazität mitnehmen, zumindest nicht für die Passage durch den Panama-Kanal. Okay. Ja, du hast gerade gesagt, die Schiffe sind alle unterschiedlich und was an der Montevideo Express, glaube ich, ganz markant ist, wenn man sie sich von draußen anschaut, ist der ganze Aufbau, der Brückenaufbau verhältnismäßig schmal. Ne? Genau. Also das heißt, auch hier
Gut, auf dem Video sieht das immer noch groß aus, aber die Fläche ist zu den Schiffen, auf denen ich war, dann wieder klein, oder? Genau. Also vor allem jetzt hier die Brücke ist deutlich kleiner als zum Beispiel die von unseren 8600ern, also wo die Chicago Express ja auch eine von ist. Und das merkt man an manchen Stellen. Also das ist so ein bisschen moderner gebaut und dementsprechend hat man weniger, sagen wir mal, Leerfläche, die nicht benutzt wird. Okay, und wir wollen ja heute mal so einen kleinen Rundgang hier über die Brücke machen. Einfach mal so ein bisschen die Basics erklären, was hier so an Gerätschaften ist und so. Ja, ich habe zwar ein paar Fragen vorbereitet, aber ich würde einfach mal sagen, wir starten so ein bisschen. Also hier, wenn wir mal hier weiter weggehen, du kannst auch ruhig mit mir mitkommen, du kannst auch mit hinter die Kamera. Ja. Wir haben hier, das ist quasi, so der Hauptbereich der Brücke, ne? Genau. Ist das das ist ein Begriff oder? Also im Deutschen wäre es die Brückenkonsole einfach. Ah, okay. Und was bei den anderen Schiffen teilweise dann noch seitlich eher ist hier direkt dann hinter der Brückenkonsole. Da versteckt sich, glaube ich, noch der Genau, also hier Kartentisch. Ne? Kartentisch ist auf der Backbordseite, hier auf der Steuerbordseite ist quasi das gesamte Funkequipment. Und was hier ganz schön ist, man hat halt diese Vorhänge, bedeutet, manche Sachen kann man nicht ganz runterdimmen und in der Nacht ist halt alles, was irgendwie Licht hat, ist störend. Und man hat schon die Radargeräte und die elektronische Seekarte, die dann halt Licht macht. Dann muss man nicht unbedingt auch beispielsweise beim Kartentisch, wenn man die Papierseekarte sich anguckt, wenn man dann das Licht anmacht, dann würde der Ausguck auch komplett geblendet sein, der dann hier mit auf Brücke steht. Das reicht dann, wenn der Offizier dann ein bisschen geblendet ist, weil der guckt ja sowieso auch auf die Radargeräte und dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn der kurzzeitig auf diese Papierseekarte mit dem helleren Licht guckt, als wenn man dann den Ausguck auch noch blenden würde, weil der steht dann vor der Konsole, damit er nicht von der Konsole selber geblendet wird. Wollen wir mal direkt in der Mitte anfangen? Das ist ja quasi so das, wo sich das meiste abspielt, oder das ist so das, was so am offensichtlichsten ist. Na, das Ruder, oder? Ja, genau. Also hier in der Mitte haben wir das Steuerrad. Dann, man stellt es sich vielleicht deutlich größer vor, aber es hat diese Größe, man kann es ungefähr mit der Größe von einem Go-Kart vergleichen, wenn man so mal, oder ja doch, also wenn man Autoscooter fährt oder so, dann hat man die Hand dran, dann hat man einen Größenvergleich. Die gleiche Größe ungefähr. Aber das wird ja wahrscheinlich alles elektronisch übertragen. Genau, also das ist jetzt keine direkte Übertragung, sondern elektronisch darüber. Bridge, second. Moin. Ja, zwischendurch kommt dann auch mal alles klar. ein Anruf rein. Okay, danke. Ja. Also das ist ganz normal, zwischendurch immer mal ein Anruf. Genau. Wobei du ja das Glück hast, dass du jetzt abgelöst wirst und in Urlaub gehst, ne? Ja, einen Moment. Kommen Sie rein. Genau, also meine Ablöserin ist schon da. Wir haben die Übergabe fertig. Bedeutet, ich könnte jetzt gehen und bin fertig mit meinem Dienst und starte jetzt in den Urlaub. Ja, cool, dass du da noch ein bisschen Zeit dir hierfür nimmst. Also das ist das Ruder. Genau, hier oben drüber finden wir den Kreisekompass. Einfach damit man direkt beim Steuern schon sehen kann, welchen Kurs man hat. Dazu auch gleich zu sagen, Kurse werden in Einzelziffern angegeben. Also in diesem Fall wäre es jetzt 357 als Kurs, weil wir hier schon über die 0,5 rüber sind wir bei der 7. Okay. Und also der Kurs geht von 0 bis 359 dann? Genau. Ja, also 360 Grad. Genau. Und das sind auch im Prinzip dann die Anweisungen, die an den Rudergänger, also zum Beispiel vom Lotsen kommen. Richtig, also die Anweisungen an den Rudergänger wären dann in der Regel auf Englisch, weil wir meistens mit internationaler Besatzung fahren und dementsprechend kommen dann die Angaben vom Lotsen, vom Kapitän oder aber auch vom Offizier dann in Englisch und dann für Kurse in Einzelnummern. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Ruderlage angeben würde, dann würde man das in vollen Zahlen angeben, damit man keine Verwechslung hat. Wenn ich jetzt nach Backbord das Ruder legen würde, dann würde ich sagen beispielsweise Backbord 10. Okay.
Und dann kann ich hier nochmal genau sehen, auf welchem... Genau, das hier ist, also das ist der Autopilot, okay. die Bedienfläche. Die Ruderlage selber kann man einmal hier am Ruder sehen. Wenn ich das hier jetzt drehe, dann sieht man das so ein bisschen. Und außerdem haben wir oben nochmal das zweite von links wäre dann... das ist schon Maximum. Das zweite von links wäre dann der die Ruderlagenanzeige. Daneben ist der sogenannte Rate of Turn. Damit sieht man, wie viel Grad pro Minute das Schiff dreht. Ah, okay. Also ein typisches Kommando wäre dann irgendwie Ruder Backbord 10. Genau. Und dann guckt man, wie sich das Schiff verhält, wie schnell dreht es. Muss ich nochmal nachsteuern oder muss ich vielleicht schon sofort wieder, oder nicht sofort, aber nach kurzer Zeit wieder mitschiffs oder auch gegen Ruder legen. Und hier sieht man, das flimmert jetzt leider im Video ein bisschen, aber das, was hier als LEDs ist, das ist dann auch nochmal digital Kurs, also die Ausrichtung des Schiffes. Genau, also den Kurs, das sogenannte Heading, das findet man auf den unterschiedlichsten Geräten immer mal wieder, weil es auch eine der wichtigsten Angaben jetzt fürs Steuern des Schiffes ist. Nicht so schlecht, wenn man weiß, wo man hinfährt, ne? Ja. Genau. Gleiches, also sowohl Rate of Turn als auch die Ruderlagenanzeige sieht man hier im mittleren Panel auch nochmal, wo man auch nochmal unterschiedlichste Daten auch bekommt, zum Beispiel auch wie die Fahrt durchs Wasser ist, wo der Wind herkommt. Genau, also das wird da alles angezeigt. Also wie der Versatz ist, das ist zum Beispiel dieses in der Mitte. Wenn man anlegt beispielsweise, braucht man das, um die Querschiffsgeschwindigkeit zu haben. Und du sagst jetzt schon Fahrt über Wasser, man hat ja im Grunde genommen zwei Geschwindigkeiten. Genau, einmal hat man Fahrt über Grund, sozusagen so schnell, wie man sich über die Erdoberfläche bewegt, und einmal die Fahrt durchs Wasser, das wäre halt, wie schnell man durch das Wasser fährt, was dann unterschiedlich ist mit der Strömung, mit dem Wind, und die beiden Werte sind dann das, was einem interessiert. Also je mehr Strömung ich habe, umso schneller ist die Fahrt durch Je nachdem, Wasser. Also wenn die Strömung mit einem setzt, dann wenn sie gegen einen geht, dann ist natürlich langsamer. Ah, ihr seht schon, also Marius weiß es ganz genau, man kann ihm keine Falle stellen. So, und dann haben wir hier den sogenannten Telegraphen. Man sieht auch hier dran, dass die Montevideo Express wirklich ziemlich neu ist. Ich glaube, letztes Jahr in Dienst gestellt. Genau, letztes Jahr im Dezember. Die älteren Schiffe haben ja noch so einen schönen Oldschool-Telegraphen mit so einer roten und weißen Skala. Ja. Und ja, hier ist das jetzt schon so ein bisschen spartanischer. Genau. Sicherlich etwas leichter zu bedienen. Aber vom Prinzip das Gleiche. Ja, vom Prinzip ist es das Gleiche. Was hier zum Beispiel angenehm ist, man kann den festsetzen hier mit dem Touch-Display kann man zum Beispiel auch das Ganze locken und dann kann ich den jetzt hier nicht mehr bewegen. Das ging bei den anderen beispielsweise nicht. Da konnte ich jederzeit immer noch, wenn ich da irgendwie aus Versehen mal dran gekommen bin, dann habe ich den vielleicht nochmal verändert. Und hier die Geschwindigkeitsangaben, also wir haben Stop, dann haben wir Dead Slow. Dead Slow ist ganz so langsam, dass man da vor Langeweile stirbt. Ja, das ist halt das quasi Minimum, was die Maschine dann in die jeweilige Richtung laufen kann. Und dann kommen die Fahrtstufen Slow, Half, Full. Und nach vorne wäre es dann Navigation Full Ahead. Das ist wirklich das, was die Maschine hauptsächlich leisten kann, also beziehungsweise maximal leisten kann, was man dann auch nur auf dem freien Ozean meistens benutzt, um schnell von A nach B zu kommen. Aber die eigentliche Geschwindigkeit wird ja auch in den Umdrehungen der Antriebswelle gemessen, oder? Auch. Also zum einen geht es ja über die Drehzahl der Maschine, dass man die vorgibt, aber die Drehzahl wiederum gibt dann auch eine gewisse Geschwindigkeit vor, die jetzt beispielsweise hier in der Tabelle mit drin ist, wie viel Drehzahl dann welche Geschwindigkeit gibt. Einmal im Ballast bedeutet, da sind wir leer, und einmal in Scantling, da haben wir halt auch was geladen. Was sind typische Umdrehungen, die ihr fahrt? Die sind ja immer sehr gering bei Containerschiffen, oder? Eigentlich sagt man, dass die Containerschiffe schneller fahren. Wir haben natürlich einen Langsamläufer, wodurch die Drehzahl jetzt auch im Maximum nie so hoch sein wird wie beim LKW oder beim PKW. Ja. Wir haben jetzt hier beispielsweise so 70 Umdrehungen oder sowas, wenn man wirklich schnell fahren möchte. Und
Ja, so Umdrehung so 60 pro Minute. Das heißt, Umdrehung man pro kann Minute, auch wirklich der Welle Man kann ja zugucken. Genau. Also wenn man so 46 oder sowas fährt, wenn man dann ein bisschen langsamer fährt, dann oder beispielsweise jetzt so Half Ahead wären 40, so sind wir beispielsweise hergefahren aus London, dann kann man auch in einem Maschinenraum der Welle quasi zugucken, wie sie eine Umdrehung macht. Das kann man noch wahrnehmen. Hier war noch die Frage, Emergency Astern ist quasi Fürs Notmanöver. Wenn man Ja, jetzt voll aus zurück. welchem Grund, warum auch immer, sofort oder möglichst schnell das Schiff aufstoppen muss oder rückwärts fährt, beispielsweise um eine Kollision zu verhindern, dann kann man noch Emergency Astern geben, was dann nochmal schneller wäre. So, und direkt daneben haben wir dann auch schon Radar und ECDIS, richtig? Richtig. Ein bisschen was habe ich ja gelernt bei dir. Genau, also hier haben wir eine der beiden elektronischen Seekartensysteme, kurz ECDIS genannt, also Electronic Chart Display and Information System. Und dann haben wir hier nochmal eins unserer 3 Radargeräte. Also wir haben hier einmal vorne eins auf dem Vormast ein Radargerät. Sieht man jetzt vielleicht nicht so Ja, wir unbedingt. können ja gleich nochmal einen Genau. Blick nach draußen werfen. Und dann haben wir nochmal 2 unterschiedliche S- und X-Band hier oben drüber. Da ist der Unterschied beispielsweise, das S-Band hat eine etwas höhere Reichweite und wird auch nicht von Regen beispielsweise so sehr abgelenkt wie jetzt beispielsweise das X-Band. Das X-Band wiederum hat aber eine höhere Detailtreue im Nahbereich wiederum. Ja. Wird aber mehr gestreut und dementsprechend hat man unterschiedliche, um unterschiedliche Aufgabenbereiche abzudecken. Ja. Ja, hier kam schon die Frage, warum ist Kindergeschrei im Hintergrund? Ganz einfach, es ist ein deutsches Schiff, es ist in Hamburg im Heimathafen. Richtig. Hier ist Ablösung der Mannschaft und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, auch teilweise für die Familien mal an Bord zu kommen und genauso Genau. wie ich als Gast Genau. hier mal dabei zu sein. Und ja, im Hintergrund, glaube ich, auch Freunde von dir, ne? Richtig, Die ja. ihr Kind dabei haben. Genau. Also ja, normalerweise auf See kein Kindergeschrei. In der Regel nicht, nein. In der Also Regel nicht. man darf auch seine Angehörigen mitnehmen. Das braucht dann die Genehmigung, je nachdem vom Kapitän oder direkt von der Reederei, je nachdem welche Route dann gerade oder welche Passage eher gesagt man macht. Und dann ist halt die Frage, wie alt das Kind Bei beispielsweise so einem Kleinkind macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. nicht so ne? viel Sinn. So, jetzt schauen wir mal weiter. Also das iPad gehört hier nicht hin. Das ist nämlich, da haben wir nochmal den Chat drauf. Dann haben wir hier Funk natürlich. Ne? Genau, also wir haben hier 3 Funkgeräte, zweimal auf UKW quasi. Damit wird man dann eher im Nahbereich funken. Beispielsweise jetzt hier Kanal 9 sind die Lotsen hier auf der Elbe, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, und dementsprechend zum Beispiel die Kanal 16, das ist Not- und allgemeiner Rufkanal, den man dann nutzen würde, um andere Schiffe anzurufen. Genauso kann man dann, wenn man zwischen 2 Schiffen kommuniziert, kann man dann sich einen Kanal suchen, der jetzt nicht einer besonderen Bestimmung gewidmet ist, sondern der dann frei ist. Eine interessante Frage war hier noch, warum ist die lokale Zeit hier 8 Uhr? Das ist nicht die lokale Zeit, das, was hier gerade angegeben wird. Ich weiß nicht, wo 8 Uhr gesehen worden ist. Irgendwo wurde das gesehen. Nee, also gerade hier, also die hier- Uhrzeit 12:23 Uhr oder 24 jetzt. Das ist ist UTC, genau. Weil wir viele Angaben auch in der UTC machen, haben wir dann auch die Angaben auf zum Beispiel Radar oder ECDIS dann in UTC. Und man muss ja bedenken, ihr durchfahrt halt auch sehr viele Zeitzonen, also Genau, also- teilweise tägliche Ja. Zeitumstellung. Also jetzt zum Beispiel von unserem letzten Hafen in der Karibik, Caucedo, hierher haben wir 6 Stunden gestellt. Ja. Dementsprechend haben wir 3 am Stück gestellt, dann einen Tag Pause gemacht, dann wieder 3 Stück am Stück gestellt. Also 3 Tage hintereinander. Da dann braucht man und dann- natürlich eine Referenz irgendwie, ne, um Ja, genau. einheitliche Und- Zeiteingaben zu haben. Genau, und wenn man dann halt auch noch dadurch dann rechnet, wann man irgendwo ankommen möchte, dann nimmt man halt ganz einfach die UTC-Zeiten für diese Berechnung, weil man dann nicht unbedingt mehr durcheinander kommen kann mit den Zeiten, die man Also wenn man sich anstellt. vorstellt, dass eine Zeitangabe ausgetauscht wird und einer hat plötzlich die Uhr umgestellt,
dann geht das halt ganz schnell in die Genau, Hose. deswegen kann es zum Beispiel sein, dass man 3 unterschiedliche Zeiten hat, beispielsweise die Schiffszeit, die dann vielleicht nicht umgestellt ist, weil man nur kurz in einem Hafen ist, wie in London zum Beispiel. Da hatten wir die Schiffszeit für Mitteleuropa, dann die gleiche, die wir hier in Deutschland haben. London hatte dann 1 Stunde weiter zurück, bedeutet, da war es dann 1 Stunde früher quasi. Und dann hatten wir noch die UTC-Zeit, die dann nochmal 2 Stunden zurück war. Okay, was haben wir denn hier für ein Panel? Ganz viele rote Knöpfe, sieht nach Alarm aus. Genau. Also alles, kann man sich mal merken, alles, was so eine Klappe hat, die hat die Klappe nicht ohne Grund. Das ist beispielsweise jetzt ein Emergency Stop Button für verschiedene Gruppen. Also hier haben wir jetzt B, C, A2 und A1. Das sind verschiedene Gruppen, wo verschiedene Aggregate mit hinzugezählt werden, die man dann im Notfall beispielsweise bei Feuer im Schiff dann stoppen muss, um vielleicht mit Wasser zu arbeiten. Und hier kommt auch alles an Alarmen an, wenn auf dem Schiff irgendwas passiert. Auch genau, also da haben wir einmal das Extension Alarmpanel, wo beispielsweise jetzt steht es auf Maschinenraum, bedeutet die ganzen Alarme gehen auch akustisch nur im Maschinenraum. Wenn es jetzt auf Brücke gestellt wird, dann kriegen wir hier ein akustisches Signal, genauso wie der Wachingenieur, der kriegt es dann auch und dann muss der Wachingenieur gucken gehen, was ist die Abnormalität im Betrieb und dann wird der einen dann informieren, ist es gerade irgendwie notwendig, dass er Unterstützung braucht oder müssen wir vielleicht sogar anhalten und dann... Wollen wir noch mal kurz auf die linke Seite rübergehen? Ja, Backbord. Entschuldigung, Backbord, natürlich. Ja, hier haben wir noch mal im Prinzip die gleichen Bildschirme wie auf der rechten Seite, oder? Genau, also oder hier haben wir noch mal eine unabhängige, also die beiden Actis sind unabhängig voneinander, was auch gefordert ist. Und dann haben wir hier nochmal 2 weitere Radargeräte. Ich hatte ja gesagt, wir haben 3, bedeutet jedes Radargerät hat seinen per se zugeordneten Bildschirm, also das ist der Standardbildschirm dann. Allerdings kann ich auch alle 3 Radargeräte, so wie ich lustig bin, jeweils auf den Bildschirm setzen, wo ich sie gerade brauche. Und die dann unterschiedlich einstellen zum Beispiel, ne? Um verschiedene Vergrößerungen oder Ähnliches einzustellen. Ja, und dann haben wir hier sind auch nochmal GPS-Daten. Genau. Ist das einfach nur eine Anzeige? Ja, das sind unsere, also das ist das Display für die GPS-Units. Also das sind jetzt die GPS-Geräte, bedeutet, die werden dann auch noch von landgestützten Signalen nochmal, solange man sich in dem Bereich der Signale aufhält, nochmal weiter korrigiert, um sie noch genauer zu machen. Ja, also das ist im Prinzip auch das Material, was dann das elektronische Kartensystem für die ganze Navigation nutzt. Und wie man schon bemerkt, wir haben viele Systeme doppelt, also redundant, falls halt eins ausfällt. Ja. Und da links neben, was haben wir da? Das ist, glaube ich, Licht einfach, genau, oder? Das ist einfach der Controller fürs Licht, wie wir es auf dem letzten Schiff einfach hatten, dass es mit noch richtigen Schaltern war, ist das jetzt hier mit einem Touch-Display. Ja, okay. Gut, dann haben wir ja jetzt im Prinzip schon so grob das meiste hier von der, wie hieß es nochmal? Hauptkonsole? Ja, von der Brückenkonsole. Genau. Und dann gucken wir jetzt einmal hier kurz hinter den Vorhang. Und da... Genau. Das hier ist unser Kartentisch nochmal, wo wir, man sieht auch wieder beispielsweise nochmal weitere Angaben hier haben, die wir auch vorne wiederfinden. Ja, also auch hier alle möglichen Daten. Also hier zum Beispiel das Echolot, um einfach da wird hier der Graph selber drauf, also hier neben der Graph gedruckt, dass man auch einen Nachweis hat, wie tief war es unterm Schiff, während man beispielsweise in der Relieffahrt war. Und man sieht es hier, man sieht es aber auch vorne in der Mitte im Overhead-Display. Da hatten wir auch nochmal den Bildschirm. Gut, und bei Hapag-Lloyd ist eine Besonderheit, das hatten wir ja auch im Chicago Express-Film, es wird immer noch alles zusätzlich auf der Papierkarte eingetragen. Also genau, auch wenn es nicht, Sicherheit. Genau, also auch wenn es nicht gefordert ist von der Zertifizierung von den Behörden aus, hat Hapag-Lloyd entschieden, wir behalten die Papierseekarten, solange es halt noch geht. Irgendwann werden die auch eingestellt vom Druck her, was nochmal eine weitere Rückfallebene zu den elektronischen Seekarten dann ist.
Ja. Und dann haben wir hier das Logbuch. Genau. Was wird denn im Logbuch so eingetragen? Ist es irgendwas, was man nicht sehen darf? Ich halte hier gerade die Kamera drauf. Gerade ist nichts drin, was man nicht sehen könnte. Also was hier steht wird denn jetzt, da typischerweise drin? Also typischerweise steht beispielsweise die Position mindestens alle Stunde und dann je nachdem, wo man sich befindet, wenn man sich im Revier befindet, also auf dem Fluss beispielsweise oder dichter unter Land, dann trägt man öfter die Position ein, weil man auch eine höhere Genauigkeit braucht, als wenn ich jetzt auf dem Ozean bin, wo man jetzt nicht unbedingt gegen vieles gegenfahren kann, außer gegen vielleicht Verkehrsteilnehmer, auf die man ja natürlich auch aufpassen muss. Genau, das würde man zum Beispiel eintragen. Dann die Wetterdaten werden auch noch beobachtet oder aber auch besondere Gegebenheiten. Fein säuberlich. Ja. Wirklich. Also Logbuch sah auf allen Schiffen immer picobello aus. Muss ja, weil es ist es ist ein Dokument, was im Falle eines Unfalls beispielsweise auch dann als Nachweis gilt. Ja. So, und dann haben wir hier noch, wenn wir hier rechts rüber gehen. Genau, das ist nochmal die angesprochene Funkkonsole. Wir haben hier nochmal Mittelwelle, um eine höhere Reichweite zu haben. Das Funkgerät ist gerade aus, weil ansonsten kriegt man da die ganze Zeit Alarme, die einem jetzt im Hafen nicht unbedingt interessieren, weil man beispielsweise in dem gewissen Areal ist. Wenn wir auf See sind, sind die natürlich an. Ja. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal einmal ganz kurz aufs iPad, ob da die ein oder andere Frage ist, und danach werfen wir nochmal einen Blick nach draußen auf die NOC, weil wir haben ja hier im Hafen schon einen schönen Ausblick. Wir können hier einfach mal runterscrollen, und ich hatte darum gebeten, dass Fragen immer mit so einem roten Fragezeichen markiert werden. So, und jetzt können wir hier mal schauen. So, was haben wir denn hier? Displays, haben die einen Tag- und Nachtmodus? Ja, haben sie. Genau, das kann man hier vielleicht einmal gleich sehen. Wenn ich jetzt hier das ändere, dann sieht man schon, wird deutlich dunkler. Weil auf See ist es ja auch stockduster, ne? Also da ist ja null Lichtverschmutzung. Dann war die Frage Autopilot, klar. Genau, hatten wir ja schon beantwortet. Ich hatte ja den Autopiloten schon gezeigt. Ja. Achso, hier. Hat die Montevideo Express Fest- oder Verstellprop? Festpropeller. Ich halte die Kamera jetzt hier übrigens, ich kann gerade nicht gucken, was ich euch für ein Bild zeige, weil wir hier drauf schauen. Hier, bis zu welcher Höhe über Wasser zeigt das Radar Objekte? Zeigt das auch fliegende Objekte? Wenn die tief genug fliegen, dann auch das. Also wenn man beispielsweise jetzt so SAR-Flugzeuge hat, also die Search-and-Rescue-Flugzeuge, wenn die vielleicht ein bisschen tiefer fliegen, oder Bodeneffektfahrzeuge beispielsweise, die fliegen auch sehr dicht über der Oberfläche. Jetzt natürlich die normalen Flugzeuge, die fliegen, die auf jeden Fall sind nicht. Dann doch zu hoch, Nein, ne? okay. Ja. So, und dann war hier noch die Frage, achso, händisch Logbuch, das hatten wir schon beantwortet. Also es gibt, wie bei so vielen auch mittlerweile seit kurzem, ich glaube seit einem Jahr oder vielleicht 2, sind die elektronischen Logbücher auch zertifiziert. Man könnte sie nutzen, aber die meisten bleiben bei einem händischen Logbuch. Ist halt die Frage, ob man es möchte, und kommt auch immer wieder darauf an, ob es halt anerkannt ist. Ja, also ein bisschen oldschool ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ne? Also es ist halt auch immer ein bisschen schöner, wenn man so in so ein Logbuch reinschreibt, als wenn man jetzt noch ein Tablet mehr hätte. Und dann war hier noch ein paar Mal die Frage, ist es überhaupt erlaubt, mit einem Handfunkgerät Walkie-Talkie Schiffsfunk abzuhören? Also die Frage kann ich beantworten, die hatte ich nämlich letztens selber schon mal recherchiert. Nein, es ist nicht erlaubt, Funk abzuhören. Also man braucht eine Shipstation License dafür, um ein Funkgerät zu betreiben, und für den Privatgebrauch bräuchte man beispielsweise einen SAC oder einen LAC-Schein, um Seefunk betreiben zu dürfen. Dementsprechend nein. Wenn man jetzt ein Boot hat, auf dem man das Funkgerät einbauen kann und sich dann die ganze Zertifizierung holt und auch den nötigen Funkschein dafür hat, dann kann man auch Seefunk hören und auch auf Seefunk unterwegs sein, aber einfach so zum Abhören, nein, das ist nicht erlaubt. Hier noch eine ganz interessante Frage. Wie alleine ist man eigentlich auf dem Ozean? Also wenn man jetzt so über den Atlantik fährt, wie lange oder wie viele Schiffe sieht man da so an? Also wenn man so Transatlantik fährt und so ein Schiff pro Wache sieht, 4 Stunden ist eine Wache, ne? Genau, 4 Stunden ist eine Wache. Dann ist das schon viel. Also meistens eher so 1 pro Tag, vielleicht 2 pro Tag. Natürlich, es gibt nur, je nachdem, es gibt ja
höher frequentierte und niedriger frequentierte Routen. Und es gibt auch immer nur eine kürzeste Verbindung auf einer Kugel. Dementsprechend fahren auch viele eher so die gleiche, aber es ist halt auch so weit auseinander, dass man sich jetzt nicht sieht. Also man kann so 25, 30 Meilen weit gucken. Und wenn man jetzt so 40 Meilen auseinander fährt, ja, dann sieht man sich halt nicht. Dann sieht man einander vielleicht im Radar oder auf der ECDIS mit den AIS-Daten, aber optisch wahrnehmen tut man sich dann nicht. Und diese kürzeste Verbindung, das hatte ich auch gelernt, nennt sich Großkreis, oder? Genau. Wäre auf einer 2D-Karte ein Bogen, richtig? Ja, genau. Auf einer 2D-Karte ist es ein Bogen, auf der Kugel ist es ja dementsprechend eine gerade Linie. Und das ist dann die kürzeste Verbindung genau. über den Atlantik. Das kann man sich beispielsweise ganz gut vorstellen. Man nimmt einfach mal eine Schnur und packt die bei einem Basketball oder sowas einfach mal so drauf. Und das, was dann diese beiden Punkte verbindet mit der Schnur, das ist beispielsweise ein Teilstück von einem Großkreis. Ja. Also kann man übrigens auch bei Google Maps machen, wenn man sich da, man kann ja auch eigene Karten erstellen und wenn man da eine Linie zeichnet, da gibt es einfach so ein Linealtool und das über den Atlantik zieht, dann bekommt ihr auch einen Bogen. Ja. So, und hier war noch die Frage, wer darf eigentlich auf den Stühlen sitzen? Naja, so ab und zu muss man sich halt auch mal hinsetzen, oder? Ja, also das hier ist jetzt, offiziell nennt es sich Lotsenstuhl von der Höhe her, aber ihr seht auch vielleicht hier auf diesem Schiff haben wir keine fest installierten Stühle und dementsprechend nach einiger Zeit möchte man dann schon mal sitzen, dann setzt man sich dahin. Auf Revierfahrt natürlich, da steht man sowieso die meiste Zeit, weil man auch immer mal wieder woanders hinguckt und was anderes macht. Dementsprechend sitzt man da eher weniger, aber wenn man jetzt so Atlantik fährt oder so, dann setzt man sich schon mal hin. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal raus auf die Nock, dass wir hier noch mal den schönen Ausblick so ein bisschen zeigen. Hier war noch die Frage, wie lange bleibst du an Bord, beziehungsweise wir müssen ja sagen, wie lange warst du an Bord? Weil also ich war jetzt abgelöst. 10 Wochen an Bord und das ist auch immer unterschiedlich von den Verträgen, die man hat und von den Routen, die man fährt. Also beispielsweise auch für Chicago, wo ich ja das letzte Mal war, da waren es 14,5 Wochen. Und hier sind es jetzt 10 Wochen. Ja, der SWX-Dienst ist nicht ganz so lang, ne? Genau. Der ist relativ flott. Ja. Also wir haben auch noch kürzere Dienste, aber das hier ist einer der kürzesten, die wir haben. Ja, und das ist natürlich etwas, was ich mir hier stundenlang angucken könnte, wenn also hier Container geladen und gelöscht werden. Mega Ausblick natürlich hier von der Brücke. Ich glaube, wir sind hier etwas über 50 Meter hoch, wenn ich das eben an der Tafel richtig gelesen habe. Also hier hängt auch eine Tafel auf der Brücke, wo immer Tiefgang verzeichnet ist und auch die aktuelle Höhe. Genau, also, ja, das ist nicht die aktuelle Höhe, also jetzt nicht von der, wo wir uns befinden, sondern das ist die Höhe von dem höchsten Punkt über Wasserlinie. Also zum Beispiel für die Durchfahrt der Kühlbrandbrücke. Genau, zum Beispiel. Ja. Da gibt es für uns zum Beispiel jetzt auch ein Fenster, wann wir da durchfahren können, weil wir einfach von der Tide her und unserem Airdraft, so nennt es sich, nicht drunter durchpassen. Man sieht das hier vielleicht auch schon ganz gut bei den Containerbrücken. Die sind jetzt auch nicht unbedingt so viel höher als jetzt beispielsweise unser Schornstein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf das sogenannte Peildeck gehen, da sehen wir auch, dass ihr den Radarmast umgelegt habt, ne? Genau. Vielleicht können wir hochgehen noch jetzt. Ja, ne? wir könnten hochgehen. Können wir noch einmal gucken. Einmal auf den höchsten Punkt des Schiffes. Radar ist natürlich ausgeschaltet im Hafen und es ist auch nicht so ganz gesund, wenn man sich direkt auch neben dem Radar befindet, während das läuft. Nee, die Strahlung vom Radar ist jetzt nicht so das Gesündeste. In Notfällen kann man das mal machen, aber normalerweise sollte man das lieber bleiben lassen. Und ihr seht, dass hier also alle möglichen Masten umgeklappt wurden. Ganz einfach, um nochmal ein paar Meter an Höhe zu sparen. Und dieser Mast, das sind ja bestimmt auch nochmal 4-5 Meter oder so, ne? Wenn ich das mal hier angucke und am Ende seht ihr das Radar. So, und jetzt ich will einmal hier den Blick zeigen, damit man mal so einen Höhenvergleich hat. Also wir sind jetzt hier ungefähr auf der Höhe von dem Kranausleger, würde ich sagen. Ne? Passt so in etwa. Ne?
Ist immer schwer zu schätzen, wenn man schon so hoch ist, aber ich würde sagen, wir sind ungefähr auf Augenhöhe mit dem Schriftzug Ja, Container ungefähr, Terminal. Ne? ja. Also das heißt auch hier, wenn jetzt zum Beispiel so ein Kran zum hinteren Teil oder vorderen Teil des Schiffes muss er halt vorher die Brücke oder Genau, den muss er Ausleger muss er seinen Ausleger hochfahren, ansonsten würde er hier gegenfahren. Genau. Was, also wenn du jetzt noch im Dienst wärst, hättest du ja eventuell jetzt Wache. Genau. Was hast du denn, oder was ist denn die Aufgabe jetzt im Hafen, also wenn geladen und gelöscht Genau, wird? also es nennt Auf sich- der Brücke ist dann ja nichts zu tun. Ne? Nein, auf der Brücke ist man in der Regel im Hafen nicht, weil man einfach genügend zu tun hat mit dem Ladungsumschlag, dass man da, so wie jetzt beispielsweise die Hafenarbeiter, die da unten das auch nochmal von der Terminalseite aus machen, kontrolliert man den Ladungsumschlag einfach, ob die Container in die richtige Position gestaut worden sind, ob diese Stauzwischenstücke, auch Twistlocks genannt, ob die nötigen drin haben, ob dann die Laschinge, also die Verbindung, ich weiß nicht, ob man das bei dir so sieht, Die Laststangen, das ist quasi, wenn ihr hier die Verstrebung seht, also zwischen den einzelnen Sektionen, Base nennt man die auch. Auf der linken Seite sieht man sie vielleicht noch so ein bisschen Ja. bei den Containern dran. Genau, ob die richtig gesetzt worden sind. Wenn wir jetzt Kühlcontainer laden, stehen die an der richtigen Position, haben die die richtige Temperatur, die auch in dem Manifest drin steht, die vom Betreiber aus vorgegeben ist, dass die auch dazu passt. Kennzeichnung vom Gefahrgut die richtige ist. Und wenn man beispielsweise so übergroße Ladungen lädt, ob die vernünftig auf der Plattform gesichert worden ist, das alles muss man dann unter anderem kontrollieren. Auf der Hapag-Lloyd-Webseite steht, dass die Montevideo Express 0 Reefer-Anschlüsse hat. Das ist, würde ich mal sagen, falsch, oder? Ja, das Denn hier ist, stehen ja ich einige. glaube, da ist ein kleiner Fehler auf der Website. Genau. Und ich glaube, dieser Südamerika-Dienst ist ja auch einer, wo verhältnismäßig viel Ja, Kühlfracht in der Erntezeit transportiert wird, so oder? 1900 Kühlcontainer beispielsweise werden dann mitgenommen, vielleicht auch mehr. Ja, Genau. Also wir können ordentlich ein paar mitnehmen. sehr cool. Ja, ihr Lieben, ich will euch jetzt noch mal hier 2, 3 Eindrücke geben. Der Kran steht gerade still, also es kann sein, dass wir gerade einen Schichtwechsel erwischt haben. Oder er wartet einfach nur auf den nächsten Container. Oder er wartet. Aber vielleicht hier einmal, also das wisst ihr ja, Containerterminal Altenwerder. Oder warte mal, wir gehen noch mal runter und können noch mal auf die NOC gehen, da kann man etwas besser gucken. Ihr wisst ja, das Containerterminal Altenwerder läuft zum Großteil autonom. Das heißt, nur in den Containerbrücken sitzen noch Menschen und dann, wenn die Container auf den LKW oder auf den Zug kommen. Und dazwischen läuft alles automatisch. Und da können wir jetzt vielleicht mal einen Blick drauf werfen. So, gehen wir noch einmal kurz rüber. Da. Marius, eine Frage war hier noch, wenn du wiederkommst, bist du dann wieder auf der Montevideo Express oder anderes Schiff? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht. Nein. Das ist immer... Also manchmal weiß man es vorher schon, Ja. Oftmals weiß man es nicht. Also wenn man sich jetzt Wird man auch zurückmeldet, manchmal früher aus dem Urlaub zurückgeholt? wenn es so läuft, dass man halt angefordert wird, weil beispielsweise jemand krank geworden ist oder so, dann kann es auch passieren, dass Kann man man auch früher mal raus Pech muss. haben, ne? Ja. Ja. So, achso, ich wollte mal einmal hier ans Ende der NOC. Hier sind übrigens auch noch mal jeweils Steuerstände, die sind jetzt abgedeckt. Da sind im Prinzip noch mal die wichtigsten Bedienelemente, die sich auch auf der Brücke finden. Genau, dass man halt hier von außen nochmal steuern kann. Wenn man das Schiff anlegt, dann kann man von hier aus nochmal steuern, dass man auch direkt sehen kann, wie das Schiff an die Pier kommt. Ich muss mal gucken, ob ich hier so runtergefilmt bekomme. Also man muss halt hier direkt runter schauen können, damit man dann die Pier bzw. die Kante des Schiffes sehen kann. Und wenn ich jetzt hier einmal kurz aufs Terminal zeige, da seht ihr, dass halt da diese sogenannten AGVs fahren. Das kann sein, dass der jetzt gerade wirklich einfach auf Nachschub wartet. Vielleicht würde gerne noch so einen Moment warten. Ich will aber auch den Marius hier nicht überstrapazieren. Der will nämlich nach Hause und hat auch Besuch. Also auf jeden Fall schon mal
an der Stelle einen ganz fetten Dank, dass du Ja, das hier gemacht bitteschön. hast. Ich fand, du hast das super gut erklärt. Bitte entschuldigt, dass wir jetzt nicht jede einzelne Frage beantworten konnten. Das ist halt technisch nicht möglich und wir müssen halt auch zeitlich so ein bisschen gucken. Wir können jetzt hier nicht irgendwie 2 Stunden streamen. Auch wenn ich mir vorstelle, dass einige Zuschauer hier stundenlang zugucken könnten, wie Container an Bord und von Bord geladen oder transportiert werden. Und Mensch, jetzt wollte ich doch noch einmal so einen Vorgang hier zeigen. Also hier, Achtung, da nimmt er ihn gerade weg. Ah. Aber Verpasst. Und das ist auch ganz interessant. Also die Ladebrücke hat im Prinzip zwei Einheiten. Das heißt, einer nimmt den Container nur von Bord, stellt ihn ab. Und dann kommt ein zweiter, kleinerer Kran. der automatisiert ist. Der ist automatisiert und der bringt den Container dann ein Stück zurück auf diese sogenannten AGVs. Genau. Ja? Da So, und da haben wir jetzt gerade und das passiert halt alles von Menschenhand. Und vielleicht kriege ich es mit ins Bild. Auf der rechten Seite, da seht ihr den, der den Container nimmt und auf das AGV packt. Und der läuft automatisch. Vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung für den Seefahrerberuf. Wie bist du zur Seefahrt gekommen? Also dadurch, dass ich aus Lübeck komme und man dann zum Beispiel die Fähren so gesehen hat, habe ich mir irgendwann überlegt, dass das vielleicht auch ein ganz cooler Job sein könnte. Und dann über einen Freund von meinem Vater dann halt sich informiert, der halt Lehrer an der Seefahrtsschule ist. Und von dem dann gesagt, also wenn Ausbildung, dann zum Beispiel bei Hapag und darüber dann zu Hapag gekommen. Und seitdem, da es mir so gut gefallen hat, hier geblieben. Ja, ich glaube, Hapag-Lloyd ist kein schlechter Laden, weil alleine durch die eigenen Ausbildungsschiffe Genau. ja, haben noch einiges an deutscher Besatzung, auch wenn man natürlich viel international fährt. Aber ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Ne? Auf der einen Seite hast du... Ja, also das Internationale, der Umgang mit den verschiedenen Kulturen macht natürlich auch nochmal einen Reiz aus und was auch die Seefahrt jetzt ausmacht. Zumindest die internationale Seefahrt. Zum Schluss noch die allerwichtigste Frage. Wie war der Koch an Bord? Der war gut. Hast du schon mal so einen richtig schlechten Koch erlebt? Nein, das Ja. würdest du ja jetzt nicht sagen. Aber ist schon Also- doof, wenn der Koch nicht gut ist, oder? Genau, also wenn der Koch nicht so gut ist, dann fällt natürlich auch so ein bisschen die Moral, wenn Ja. wenn man sich tagtäglich nicht aufs Essen freuen kann, dann ist natürlich auch ein Punkt, den man... Also ich kann nur sagen, alle Schiffe von Hapag-Lloyd, auf denen ich war, da wird man fett. Also da waren die Köche immer exzellent. Ja gut, ihr Lieben. Das war der kleine Brückenrundgang. Wie gesagt, wir können das jetzt nicht bis zum Exzess ausdehnen, weil der Marius hier auch noch ein bisschen anderen Besuch hat. Von daher müssen wir das noch ein bisschen straff halten. Ich denke, dass es trotzdem ganz informativ war und wir das Wichtigste insgesamt jetzt hier abgedeckt haben. Ja, und insofern, Marius, nochmal einen ganz fetten Dank an dich. Ja, und dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Dankeschön. Und wenn in circa 2,5 bis 3 Monaten geht es dann weiter, ne? Ja genau, So. also jetzt ungefähr 10 Wochen Urlaub dann Ja. und dann geht's wieder weiter. Dann haben wir ja schon Herbst. Ja, Sommer vorbei. genau. Ja. Gut, alles klar. Ihr Lieben, in diesem Sinne verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Sonntag und ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Willst du Tschüss sagen? Ja, tschüss.